Kaum etwas bricht die Spielimmersion so sehr wie unsichtbare Wände. Sie stehen dir im Weg auf deinem Pfad zu diesem wundervollen Grasbüschel. Sie lassen dich in Super Mario 64 erbost, aber doch sehr gefasst von deinem Stuhl aufspringen. Okay, so, somebody explain! Oder all die Male, wenn die Wände zwar nicht unsichtbar sind, das die Sache aber glatt noch schlimmer macht. Du wirst von Zombies verfolgt, aber Gott bewahre, dass der schmächtige Leon ein Whiteboard und ein paar Teller verschiebt, um hier durchzukommen. Der Mann bekämpft mutierte Priester mit Kettensägen, aber ein Ikea-Rollwagen ist seine Nemesis. Glücklicherweise gibt es Entwickler, die sich mehr Mühe damit geben, ihre Games zu begrenzen und die Spieler dahin zu lotsen, wo sie hingehören. Hier sind 11 deutlich kreativere Beispiele. Der große weiße Hahn. Die meisten Open Worlds sind zumindest im Teil, wenn nicht gänzlich, von Wasser umschlossen. Und irgendwo da draußen auf hoher See ist auch immer Schluss. Außer bei GTA San Andreas. Da wünschst du dir irgendwann, dass endlich Schluss wäre. Während weniger kreative Entwickler auch hier gerne mal eine unsichtbare Wand einbauen oder die inzwischen furchtbar generische Warnung, die dich letztlich entweder kalt macht oder einfach nur zurück in die richtige Richtung stupst. Gibt es auch Entwickler, die sich lieber einem anderen Klischee bedienen. Sei es GTA 5, Crysis, Scarface oder sogar Lego City. Aber die Haie in all diesen Spielen scheinen den Statistiken trotzen zu wollen, die belegen, dass die Raubtiere gar nicht so gefährlich für Menschen sind, wie Spielberg uns weismachen wollte. Spielemacher, die diese nicht zu vernachlässigende Recherche betrieben haben, ersetzen ihren Hai gerne mal mit einem anderen Seeungeheuer. In Spore schluckt dich diese Schönheit, die sich mit den Lippen problemlos in einem der aktuellen RTL-Trash-Formate verstecken könnte. In Jak and Daxter frisst dich dieser farbenfrohe Fisch, der, na gut, gemessen am Namen auch ein Hai sein soll. Genau wie bei Ratchet & Clank vermutlich. Und ich wollte euch schon in die Kreativschublade stecken. Wagt man sich in Half-Life 2 zu weit ins Wasser hinaus, wird man von einem Haufen benutzter Kondome angegriffen, die einen in Windeseile mit Syphilis dahin raffen. Oder Herpes, auch möglich. Das passiert eben, wenn du am Beach in See stehst und danach nicht aufpasst, wo du dein Gummiboot hinwirfst. Leonardo. Und wer weiß, was aus deinen darin gefangenen Schwimmern geworden ist, in den finsteren Tiefen des Meeres. Wow! Die Leviathans in Subnautica sind wahrscheinlich die cleverste und fairste feuchtfröhliche Levelbegrenzung, weil sie dich nicht in einer Mikro-Cutscene verschlingen, sondern tatsächliche Gegner darstellen. Es ist sogar durchaus möglich, einen davon platt zu machen. Wenn dann aber die Verstärkung eintrifft, um nach dem Rechten zu sehen, lernst du schnell, dass das Spiel dich wirklich nicht hier haben möchte. Eine Erkenntnis, die das Spiel dir selbst überlässt, ohne sie dir direkt auf die Nase zu binden. Auch in Wind Waker gibt es Seemonster. Angeblich. Wir müssen uns auf sein Wort verlassen und ich persönlich glaube, dass er einfach nur ein richtig faules Stück Holz ist und Lügenmärchen erzählt, wofür ihn jemand bestrafen sollte. An Land kommt das Ganze nicht so oft vor, funktioniert aber eigentlich genauso gut. Im Medieval killt dich irgendetwas, wenn du dich zu lange in den Vogelscheuchenfeldern herumtreibst. She-Free hielt den für viele ersten Jumpscare ihres Lebens mit Gevatter Yeti hier bereit. Und wenn du dich im dritten Serious Sam zu weit in die Wüste hinauswagst, wirst du von einem riesigen Dune-Wurm gefressen. Wenn du ganz genau hinguckst, siehst du vielleicht sogar, wie Timothée Chalamet ihn reitet. Vielleicht ist aber unterm Strich doch eben alles dasselbe, weil was ist schon Sand, als auch nur Wasser, auf dem du laufen kannst. Hey, niemand redet mit dir, Jesus! High on Life hat übrigens auch einen super Sandwurm. Der ist aber anders. Im Wasser funktioniert es aber nun mal am besten, wie auch Splashdown zeigt, die ebenfalls auf den Hai verzichten, um ihre Tentakelfantasien auszuleben. Und wie beflügelnd das ist! Apropos beflügeln.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Spiele können deinen Charakter auch mit einem zärtlichen, aber bestimmten Lüftchen umspielen und ihn sanft wieder in das angedachte Spielgebiet zurückschieben. Ja, wer denkt, dass Wind eine romantische Möglichkeit ist, um jemanden zum Umkehren zu bewegen, der hat wohl noch nie mit 40 km/h Sand in die Fresse bekommen. Worldbuilding. Theoretisch ist die Welt ja hier zu Ende. Doch, wenn man es geschickt angeht, dann kann man aus eben diesem Ende eine völlig neue Geschichte spinnen. Wie die mächtigen Wachtürme am Rande der Borderlands, deren Geschütze allerdings nach außen gerichtet sind und dich mit der Frage zurücklassen, welche grauenhaften Bedrohungen sie wohl abwehren sollen. Die noch schlimmer sein müssen, als jede halbe Minute zu einer neuen, frisch gelooteten Waffe mit 0,3% mehr Schaden als der letzten zu wechseln. Die Spielwelt von Fallout New Vegas ist sicherlich nicht lebensfreundlicher, schließt seine Spieler aber auf noch natürlichere Weise in ihr ein. Durch den Krieg und all die Jahrzehnte, die darauf folgten, ist eine Menge in die Brüche gegangen. Da sollte es kaum verwunderlich sein, dass verunglückte LKWs, zusammengebrochene Brücken oder unüberwindbare Felsschluchten auftauchen, die verhindern, dass du endlich nach Kalifornien rüberwandern kannst. Gemessen daran, was einen dort im Fallout-Universum erwartet, ist das aber vielleicht gar nicht so schlecht. Banjo und Kazooie werden in Nuts and Bolts vom Lord of Games, noch so ein Sympathieträger, zu einem Wettbewerb eingeladen. Der laut eigener Aussage Erschaffer sämtlicher Videospiele ist entsprechend auch für die Level in diesem Spiel zuständig und so verwundert es niemanden, dass die Wände am Rand nichts weiter als gigantische LED-Bildschirme sind, die die Illusion eines Horizonts erzeugen sollen. Und dann gibt's natürlich noch weitere Variationen von Dingen, die dich einfach töten, wenn du dich an Orten herumtreibst, an denen du nichts zu suchen hast. Vielleicht ist es nicht die kreativste Idee, den Spieler von einer hohen Chemikalienkonzentration, einer ungesunden Menge Strahlung oder einer chronischen Form von Supermalaria dahinraffen zu lassen, die unterm Strich auch alle dasselbe sein könnten. Aber es macht im Kontext der Spielwelt Sinn und verleiht dem Bereich, der dich deutlich langsamer umbringt, eine völlig neue Wertigkeit. Ähnlich läuft es in Assassin's Creed Spielen ab. Dadurch, dass die Spielwelt auf den Erinnerungen deiner Vorfahren basiert, kann das VR-Erlebnis jederzeit bequem desynchronisiert werden, wenn du zu nah an die Bereiche kommst, in denen Ubisoft die wirklich üblen Bugs versteckt. Detroit Become Human hat einen vergleichbaren Sci-Fi-Ansatz, in dem ein zu weiter Bewegungsradius von der Programmierung der Androiden verhindert wird. Gleichzeitig wird aber genau dieses Element für die Charakterentwicklung genutzt. Genial. Frührente. Die vielleicht beste Idee, zumindest wenn man der Spielwelt zum ersten Mal zu entkommen versucht, ist ein alternatives Ende vorzubereiten. Wenn Dani die Schnauze voll hat von der stinklangweiligen Open World von Far Cry 6, kann sie sich einfach einen Jetski schnappen und die Biege machen. Was kümmert es sie schon, was aus Yara wird? Los Polos Hermanos wird irgendwann von Walter White erledigt, da kann sie sich doch auch einfach in Florida zurücklehnen, das Wetter und das Leben genießen und vor allem den Umstand, dass sie das Game nicht noch 30 Stunden spielen muss, um ein deutlich unbefriedigendes Ende freizuschalten. Und überhaupt, Florida hat auch schlecht geschriebene NPCs. Oh, hey Dani, was trinkst du denn da? Ist das etwa die Guave-Sorte von Holy Hydration mit dem passenden Shaker, den es gratis dazu gibt? Komplett ohne Zucker und mit wertvollen Elektrolyten, damit du mir hier in der sengenden Hitze nicht austrocknest? Und was war das? Du hast mit meinem 10% Code Lord of Nerds über den Link in der Videobeschreibung bestellt und damit den Kanal unterstützt? Na, du bist mir ja ein Früchtchen. Genieß die Rente. Vielleicht kannst du Eve ja auch endlich dazu überreden. Jetzt verstehst du das Spiel erst wirklich. Levelbegrenzungen müssen aber nicht gleich ein alternatives Paralleluniversum erfinden, sie können die bestehende Geschichte auch einfach nur erweitern und vertiefen. Als verurteilter Verbrecher wirst du in Gothic 1 ins Minental verbannt, das die Insassen mit Hilfe einer magischen Barriere am Entkommen hindert. Gleichzeitig ist sie aber essentieller Part der Rahmenstory, die einen Krieg mit Orks, magische Fehltritte und eine gebündelte Revolte behandelt. In The Forest überlebst du einen Flugzeugabsturz, nur um mit anzusehen, wie Kannibalen deinen kleinen Sohn entführen.
Fortan kämpfst du auf der Suche nach ihm im namensgebenden Wald um dein Überleben. Außer du findest Kinder zum Kotzen, weil du gerade erst God of War gespielt hast, dann kannst du natürlich auch fix ein Floß zusammenschustern und dein Glück auf dem weiten Meer versuchen. Wenn dein Protagonist keine sentimentale Ader und ein halb verbranntes Foto seiner Brut in der Tasche hätte. Befahren die Piraten des Sea of Thieves den Teufelsschleier, werden sie von einer unheimlichen Atmosphäre gepackt, die mit zunehmender Intensität ihr Schiff zerlegt, bis nicht mehr genug davon übrig ist. Abgesehen vom wundervoll inszenierten Ende der Spielwelt ist der Nebel aber auch ein immenser Teil der Game-Lore. So können die Piraten beispielsweise nur derart ungestört ihrer Angelegenheiten frönen, weil der Teufelsschleier von beiden Seiten funktioniert und damit die Grand Maritime Union mit ihren Anti-Piraterie-Maßnahmen vom Eindringen abhält. Die Lore des Spiels beginnt quasi damit, dass der mir auf unerklärliche Weise sympathische Piratenlord einen Nebel spaltet und seine Gleichgesinnten sicher ins gelobte Land leitet. Für eine Mission haben die Entwickler sogar ein Item entwickelt, das es dir möglich macht, eine geheime Insel innerhalb des Nebels zu besuchen, wo große Reichtümer warten. Wände! Einfach stinknormale Wände! Und Mauern! Die einfachste und wirkungsvollste Methode, eine Spielwelt einzugrenzen, ist natürlich das Open aus der World zu streichen. Portal hat kein Problem damit, dich in deine Schranken zu weisen, weil es dich einfach nicht nach draußen lässt. Außer der kurze Abstecher zum Mond und zum Weizenfeld. Oder Counter-Strike. Jedes Level hat Wände oder Zäune oder verschlossene Tore. Offensichtliche, deutlich sichtbare, unüberwindbare Hindernisse, die man nicht in Frage stellt und die ihren Zweck erfüllen. Das Pac-Man-Prinzip. Du weißt sicher, wie Pac-Man die Level größtenteils ebenfalls mit Wänden umrandet, an einigen Stellen aber trotzdem die Möglichkeit bietet, zwischen ihnen hindurch zu entkommen, um so einfach auf der gegenüberliegenden Seite des Levels zu erscheinen. Es gibt eine Reihe von Spielen, denen dieses Konzept so gut gefallen hat, dass sie es ebenfalls implementiert haben. Manifold Garden ist so ein Orientierungschaos, dass du wahrscheinlich kaum merken wirst, wenn du die Levelgrenze überhaupt erreichst, aber in all dem künstlerischen Wirrwarr ist eben dieser Loop-Ansatz versteckt. Puzzle Games scheinen ein Faible dafür zu haben, denn auch der Myst-Nachfolger Obduction soll dieses Konzept stellenweise aufgreifen. Doch das schließt andere Genres natürlich nicht aus. Wenn Spiele wie Dragon Quest VIII oder andere JRPGs dir den Zugang zum gesamten Planeten vorgaukeln, geht das natürlich damit einher, dass das eine Ende der Karte nahtlos ins andere übergeht. Denn die Erde ist ja eine Kugel. Außer in Valheim. In Valheim ist die Erde immer noch eine Scheibe und du fällst am Rand der Spielwelt ins Nichts herunter. Yes, science! Don't Starve Shipwreck nicht zu vergessen, wo man beim Surfen von einem Nebel verschlungen und zum anderen Ende der Karte transportiert wird. Nicht zu verwechseln mit dem Nebel, der Surfer üblicherweise umgibt. Plötzlich tot. Aus Gründen. Wir haben neben Haien nun schon eine ganze Reihe von Levelbegrenzungen kennengelernt, die dich letztlich umbringen. Seien es Stürme, Wachtürme, magische Barrieren, Nebel oder ewige Abgründe. Aber es gibt noch mehr. Traut man sich in Prototype in die sogenannte Dead Zone, wird man augenblicklich zu Tode bombardiert, um sicherzustellen, dass Venom hier nicht entkommen kann. Außer er weicht geschickt aus. Dann findet er die tatsächliche unsichtbare Wand doch noch. Ein Meisterstreich, der dir in Unreal Tournament nicht gelingen wird, wenn die Ionenkanone im Orbit das Fleisch von deinen Knochen pulverisiert. Und erinnerst du dich noch, wie andere Spiele diese langweiligen, generischen Warnungen raushauen, wenn du zu weit mit dem Boot rausfährst? Wie in Ghost Recon Breakpoint, wo dich dann ein Schwarm Drohnen in die Luft jagt? Just Cause hingegen denkt sich und lässt dich einfach ganz ohne Warnung explodieren. In The Darkness wiederum wirst du gewarnt, wenn du den dunklen U-Bahn-Tunnel erforschen möchtest. Wenn du das aber geflissentlich ignorierst, wirst du verdientermaßen vom Zug erwischt. Es muss ja auch eine Moral für die Kinder geben, die dieses Spiel spielen. Deine Mutter ist weg. Was? Sie hat den Zug genommen. Kann ihm aber niemand vorhalten, ist selbst schon Lara Croft passiert. Ha ha ha! Witzig! Als jemand, der gerne lacht, vielleicht kennst du das ja, wobei, wenn ich mir dich so ansehe, wahrscheinlich eher nicht, ist meine bevorzugte Variante immer eine mit Humor.
Allen voran muss ich da doch gleich das Family Guy Videospiel erwähnen, über das man ansonsten nichts Gutes sagen kann. Aber einen Pantomimen eine buchstäblich unsichtbare Wand darstellen zu lassen, ist schon ein Level von Genialität, das mich dezent neidisch macht. Ebenfalls eine witzige, zeitgleich aber auch unheimlich charmante Idee wurde in Earthbounds Nachfolger Mother 3 verwendet, wo deine sehr nachsichtige Spielfigur nicht weitergehen möchte, weil eine Ameisenstraße den Weg blockiert. Mit den kurzen Beinen ergibt das durchaus Sinn. In Golden Sun sind es spielende Hundewelpen, die man unter keinen Umständen stören möchte. Und Hansi! Wie könnte ich den guten alten Hans vergessen mit seiner hervorragend manikürten Hand, der Patrick im Battle for Bikini Bottom nicht nur davor rettet, Sammelsachen unrechtmäßig zu erreichen, sondern auch SpongeBob, wenn er an der Levelgrenze von der Strömung gepackt wird und versucht, sich mit seinen Hauern im Sand festzubeißen. Sunset Overdrive ist ein großartiges Spiel, das sich ohnehin nicht ernst nimmt. Und so hat man sich auch einen kleinen Gag dafür ausgedacht, wenn du versuchst, die von einer bösen Energy Drink Firma in Quarantäne versetzte Stadt zu verlassen. Yep. Es ist eine buchstäbliche Invisible Wall, gesponsert von besagter Firma. Im Simpsons-Spiel sammelst du im Auftrag des Comicbuchverkäufers Videospiel-Klischees. Und welches könnte klischeehafter sein als das hier? Und weißt du, was noch lustiger ist? Die Unendlichkeit! Wer jemals mit dem Auto an einer Bahnschranke stand, wird das Gefühl kennen, sich zu fragen, ob dieser verdammte Güterzug auch ein Ende hat. Nun ja, wenn du mit deinem glatzköpfigen Auftragsmörder vor der Schranke stehst, gibt es eine definitive Antwort. Nö. Solange du hier stehst und wartest, wird der Zug fahren und fahren und fahren. Die Wand in uns selbst. Die Puzzle Games mal wieder. In The Talos Principle spielst du einen Androiden, dem aufgetragen wird, in einer virtuellen Realität Rätsel zu lösen. Die Welt stützt sich auf philosophische Ansätze, maßgeblich getragen von Talos, einem mechanischen Mann aus Bronze, der in der griechischen Mythologie Kreta vor Angreifern geschützt haben soll. Wenn der gespielte Protagonist sich also denkt, Screw you guys, I'm going home, dann ertönt die Stimme seines vermeintlichen Schöpfers und behauptet, dass Worte alles sind und dort, wo die Worte enden, auch die Welt endet. In the beginning were the words, and the words made the world. I am the words are everything. Where the words end, the world ends. You cannot go forward in an absence of space. Repeat. Übersetzt heißt das wohl, dass er keine Lust hat, deine Abtrünnigkeit weiter zu kommentieren und du entsprechend leider wieder zurück musst. Am Ende sind also auch wir Menschen nichts weiter als Maschinen. Ich wünschte nur, dass ein paar davon sich wirklich mal mehr Mühe mit ihren Levelbegrenzungen geben würden. Dasselbe gilt übrigens für Game Overs. In diesem Video habe ich 24 Variationen zusammengetragen, die deutlich kreativer sind als ein "Du bist gestorben" Bildschirm. Ewig leben, zumindest hier in diesem Video, werden meine Kanalmitglieder Miguel, Retrojäger, Michael, Robin, Multi, Pure German Entertainment, Snake, Bibita, Dom Omlin, Grills und Lord Pimpim. Vielen Dank für euren Lord-Support.